Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung aus Kalifornien. Themen wir haben ist einmal der Skandal in München am Flughafen, wo die Leute aus München nach Kopenhagen fliegen wollten und über Nacht im Flugzeug waren. Das sind nicht die einzigen gewesen. Es sind 600 plus x Menschen gewesen. Der Flughafen nimmt Stellung. Dann haben wir Streik in Italien. ITA, Volare und so weiter haben massive Ausfälle, Verspätungen bzw. Themen. Wir haben dann als Thema noch Kreditkarte in den USA. Man kann in den USA Kreditkarten kaufen und mit Rabatt. Das heißt also zum Beispiel $300 bezahlen, $15 weniger. Das heißt also man bezahlt 285. Ist auch ein bisschen Geld. Und man kann noch mehr Punkte bekommen. Warum? Weil es ein Office Supply ist mit der richtigen Kreditkarte. Also da gucken wir uns das Ganze an. Wir haben dann nochmal Blizzard in den USA, Lufthansa, Condor und andere streichen Flüge. Und last but not least, der Pre-Check ist zumindest wieder offen vom Department of Homeland Security. Global Entry bleibt aber geschlossen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auf School das ganze Thema zu kommentieren. Das erste Thema ist wirklich ein Skandal und das ist der Münchner Flughafen. Da gab es einen heftigen Schneefall am Donnerstag, Freitag, der zu massiven Verspätungen, Ausfällen, aber auch Bahnsperrungen, Ausfällen und Verspätungen geführt hat. 600 Passagiere mussten über Nacht in Flugzeugen bleiben. Flughafen München sagt einfach, ja, das war ein Defizit und räumt Fehler ein. Der Wintereinbruch hat natürlich seine Folgen gehabt, weil die Entgleisungszeiten lange waren, temporäre Bahnsperrungen natürlich gab und zwischen 0 und 5 Uhr gibt es eine Curfew, die Gott sei Dank mit einer Sondergenehmigung um 1 Stunde verlängert worden ist. Der Flughafen sagt, ja, besonders betroffen waren die Passagiere in 6 startbereiten Flugzeugen. Ja, das ist richtig und es gab halt die Sondergenehmigung bis 1 Uhr zu starten. Dennoch mussten 6 Maschinen umkehren, aber das Problem war, dass die Terminalflächen blockiert waren. Damit hatten sie Außenpositionen, dann gab es keine Treppe und dann gab es natürlich keine Busse. Und der Flughafen gesteht ein, jetzt Zitat wieder, aufgrund der nächtlichen Uhrzeiten und Defizite bei der Kommunikation war der Busverkehr stark eingeschränkt. Also, es war kein Bus, das war keine Einschränkung, da war einfach fucking kein Bus. Was ist denn das für eine Aussage? Einschränkung, das ist wieder so eine, aber egal, das ist wie Mülldeponie, wie so ein Entsorgungspark, den man dann nennt. Ne? Also Euphemismen ohne Ende. Passagiere erhalten eine Versorgung durch die Airlines. Gefahr bestand keine. Ja, aber wisst ihr, was auf so einem Kopenhagen-Flug an Catering geladen ist? Wie die Toiletten aussehen nach 6, 7 Stunden? Also unglaublich. Und der Flughafen kündigt jetzt unmittelbare Prozessverbesserungen, auch wieder ein Zitat, an. Und da muss man natürlich sagen, ja, das geht absolut null. Also das ist jetzt, ich denke mal, systemische Schwächen, Nachbetrieb bei Schnee ist organisatorisch nicht ausreichend skalierbar, aber der Lufthansa-Hub in München ist halt abhängiger von so einem Nachtflugverbot wie andere in solchen Extremsituationen. Kommunikationsketten zwischen Airport, Airline, Bodenverkehrsdienst, Enteisern sind halt nicht synchronisiert worden, man hat sich nicht abgesprochen. Und ich weiß nicht, ob so eine Entschuldigung, die so halb warm, lauwarm gekommen ist vom Flughafen, ob das wirklich funktioniert. Ist Jost Lammert noch am Flughafen? Dann Jost muss man übernehmen. Wie sollte ein Flughafen in solchen Extremsituationen Passagiere priorisieren? Sicherheit, Komfort oder Operationsstabilität? Da könnt ihr was antworten. Und ich bin immer noch fasziniert davon, dass sich keiner bei der Polizei gemeldet hat und gesagt, wir stecken im Flugzeug fest, weil das ist Freiheitsberaubung. Würde ich so sagen. Ne? Also, aber ich bin kein Anwalt. Das ist jetzt mein Empfinden so als Laie. In den USA gibt es auch Schnee, es gibt Blizzard in den USA, Lufthansa Condor streicht Flüge. In der Ostküste findet der statt. Lufthansa Group stockt alle Flüge nach New York und Boston am Montag. Auch die Rückflüge sind davon betroffen. Also nur, dass ihr es wisst, für euch ist der Montag ja viel früher. Bei mir ist es ja erst 7:30 Uhr morgens, wo ich das aufnehme. Da könnt ihr also auch mal gucken, ob Lufthansa, ITA, Brussels, Swiss und wie sie alle heißen, fliegen. Aber auch Condor, United und Singapore Airlines sind da im Reigen und haben abgesagt. Für Dienstag sind noch keine Streichungen gemeldet, heißt also die Flüge werden voll werden am Dienstag. Blizzard führt zu Groundstopp und zu natürlich massiven Flughafenüberlastungen. Hoffen wir mal, dass da keine Leute im Flugzeug übernachten müssen. Winter in Boston, New York sind typische Unterbrechungen und Probleme, die es gibt. Die sind da so üblich, aber diesmal ist es halt besonders groß. US-Airports haben auch extreme Engpässe, wenn es um Enteisungen geht und auch um Slot-Management, weil sie halt wirklich sehr viel angeflogen werden. Ihr solltet halt auch über die App gucken, wie ihr umgebucht worden seid. Die Callcenter sind meist likely überlastet.
Was macht ihr jetzt, wenn ihr mit dem Blizzard fliegt? Bucht ihr von euch aus um oder fragt ihr und wartet, was die Fluggesellschaft macht? Oder geht sogar zum Flughafen? In Italien gibt es italienweite Streiks, die treffen nicht nur ITA, sondern auch Vueling und EasyJet, aber wahrscheinlich auch Ryanair, die da sehr stark vertreten sind. Mehrere italienische Luftfahrtgesellschaften streiken am 26. Januar 2026. Über 55% der ITA-Inlandsflüge sind gestrichen. EasyJet-Piloten und Crews streiken, separate Bodenabfertigungsstreiks. Zusätzlich bin ich mal gespannt, wie von den Bodenabfertigungsstreiks eventuell Ryanair betroffen ist. Dann könnt ihr natürlich ganz klar sagen, die geschützten Flugzeiten sind von 7 bis 10 bis 18 bis 21 Uhr. Es gibt eine lange Liste von nationalen und internationalen Flügen, die gestrichen worden sind. Ich würde da jetzt nicht anfangen, hier euch alle vorzulesen. Informiert euch da bitte selber. Der Regulator schützt in der Regel Langstreckenflüge. Insofern sind noch keine ITA-Langstreckenflüge storniert. Aber wie kommst du überhaupt nach Italien? Muss man halt gucken. Und EasyJet und Cruise Bodenabfertigung verstärken natürlich das Chaos. Aber ganz wichtig, die EC 261, volle Kompensation. Ist halt so, Pflicht zur Rebooking und Hotel. Und Italien ist so einer der Märkte, der gefühlt am Luftfahrtstreikintensivsten ist. Die anderen, die mir in den Sinn kommen, sind halt Frankreich und Griechenland. Vielleicht Lufthansa sollte man auch nochmal nennen, der Fairness halber, aber so schlimm ist es bei Lufthansa ehrlicherweise dann doch Gott sei Dank nicht. Deshalb würde ich empfehlen, dass ihr nicht passiv wartet. Also das ist wirklich das Falsche, auch wie bei dem Blizzard. Proaktiv rebooken via App oder Internet, dass ihr das macht und einen Ersatzflug findet. Denn die Passagiere werden vielleicht das Glück haben, dass sie umgeleitet werden auf Lufthansa, auf KLM, Air France und so weiter. Ja, sollten Fluggesellschaften wirklich bei angekündigten Streiks wesentlich aggressiver Umbuchungen machen und früher anfangen oder sollen sie lieber abwarten, bis wirklich alles gestrichen ist? Weil das ist ja immer das Problem, was Sie haben, wenn du anrufst und sagst, hey, in der Zeitung steht jetzt über Streik oder so auf Internet. Die sagen, nee, ist offiziell nicht gestrichen, können wir nichts machen. Möchtet ihr, dass die Fluggesellschaften aktiver da an den Start gehen? Ja, am 22. am Sonntag, das war ja gestern, wollte die Department of Homeland Security sagen, wir wollen Geld sparen. Und wir nehmen TSA PreCheck weg und vor allem auch Global Entry. Aber nach einer Stunde, wo der PreCheck wieder geöffnet war, festgestellt hat, man schießt sich ins Knie. Also ist das wieder offen, aber Global Entry bleibt geschlossen, obwohl es gebührenfinanziert ist. Und das löst natürlich massive Kritik an dem Department of Homeland Security aus und der Administration. Und damit gab es halt ein einfaches Statement, wo einfach nur gesagt wurde, TSA PreCheck remains operational. Also ist dann nach einer Stunde eingeknickt. Die Global Entry bleibt zu, da die Leute für die Kernfunktion gebraucht werden, wobei auch Global Entry eigentlich eine Beschleunigung ist, weil die Leute ja pre-screened sind. Man geht nur mit seiner Hackfresse in die Kamera und geht durch. Es gibt auch andere Lines, die mit Hackfresse funktionieren, aber sie funktionieren halt nicht für alle Länder. Und wichtig ist halt, das CBP wird über OBBBA finanziert. Das heißt also, die werden über andere Mittel finanziert, deshalb werden die nicht geshutdownt. Und das Problem ist, dass die Suspension oder die Einstellung der Global Entry zu längeren Wartezeiten führt, bei Einreise mehr Stau, schlechter Verteilung der Ressourcen. Und es ist auch vor allem inkonsistent und vor allem auch unlogisch, weil es halt eine Beschleunigung ist und auch von den anderen primären oder wie heißt das so schön, Kernfunktionen da Entspannung bringt. Also insofern macht das keinen Sinn. Und gerade wenn wir viel Reisende sind mit Lufthansa oder mit Finnair oder mit wem ihr auch immer fliegt, ist es besonders relevant, denn deutsche längere Immigration Lines an Flughäfen wie Los Angeles, JFK, Miami oder Chicago, mein Favorit, wo ich auch immer gerne durchbeleidigt werde, keine Ahnung warum. Ich finde Chicago eigentlich als schlechtesten Immigration-Punkt. Ist es halt ein Thema. Denn Nexus, aber Global Entry sind normalerweise robuste Systeme. Die Schließung dürfte einfach nur einen politischen Hintergrund haben, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Airlines können halt damit dann auch am Ende höhere oder längere Minimum Connecting Times ausrufen. Ja, sollten solche Programme vor gesetzlicher Willkür geschützt werden oder wie seht ihr das? Das letzte Thema ist Office Depot Office Max, $15 Rabatt auf $300 Visa-Karten. Und die Aktion geht vom 22. bis zum 28. Februar.
und kauft also eine Karte und kriegt die $15 Discount. Da sagt ihr im ersten Moment, what? Ja, $15, dafür rechne ich. Ja, aber es ist halt profitabel für Points- und Cashback-Strategien und es ist im Prinzip Manufactured Spending, wo ihr noch so Geld kriegt dafür. Und das Limit ist offiziell 10 pro Haushalt, real variiert es je nach Filialen. Die optimale Struktur ist 3 Karten zu kaufen, heißt also $600, $30 Rabatt kriegen. Damit sind die Gebühren, Steuern kommen drauf und so weiter, sind bei 23,85. Netto-Profit sind $6,15. Achtung, ID-Check ist möglich, dass er ID zeigt bei höheren Mengen. Und die Promo läuft seit Jahren im Monatsrhythmus. Strategisch perfekt, wer zum Beispiel die Amex Business Gold hat, da bekommt ihr für Office Supplies, wenn ihr es aktiviert habt, 4-fache Punkte. Das ist genau der Kicker. Und ideell zur Liquiditätsrotation könnt ihr das natürlich auch euch angucken. Neben ChargeHub ist das halt eine Möglichkeit, wer in den USA ist, das zu machen. Und viele Stores erlauben sogar 2 bis 3 Transaktionen pro Besuch. Und wie werdet ihr die Karten wieder los? Ihr nutzt sie einfach. Also insofern habt ihr da wieder Vorteile gehabt. Ja, wie weit würdet ihr für solche Deals fahren? 10 Minuten, 30 Minuten oder eine Stunde? Ist so ein Deal überhaupt ein Deal? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Bei mir geht es jetzt weiter mit dem Bankentag. Ich gehe heute mit 1, 2, 3, 4, 8 Leuten zur Bank. Das wird heute ein langer Tag wieder für mich. Deshalb eine kurze Sendung. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren und zu School zu kommen. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, Frage des Tages zu beantworten. Einmal natürlich zu München. Wie sollte der Flughafen in Extremsituationen Passagiere priorisieren? Sicherheit, Komfort oder Operationsstabilität? Und dann, wie ist es, würdet ihr bei Streik oder bei Blizzard aktiv selber umbuchen oder warten, was die Fluggesellschaft euch anbietet? Also in dem Sinne, danke euch, bis dann, einen schönen Tag. Ciao, ciao.